herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Kathi und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, ich habe hier eine kleine Sendung liegen und zwar von Diapop. Da habe ich ein Bildchen geordert, was ich gern zusammen mit dir einmal auspacken würde. Ich bin sehr gespannt, wie es rauskommt. Ich weiß auch gar nicht mehr genau. Ich glaube in der Größe 50 x 50. Aber wir können ja gleich mal reinschauen. Nochmal als kleine Info. Dienstags kommt immer ein Video zum Diamond Painting und samstags immer ein Video zu meinen Häkelarbeiten. Ja. Genau. Wenn irgendwelche Videowünsche sind, bitte einfach gerne Bescheid geben. Dann komme ich dem natürlich gerne nach. So. Der Karton ist super gut verpackt gewesen oder die Sachen, die drin sind. Ja, auch wenn hier jetzt eine Beschädigung ist, glaube ich jetzt nicht, dass das durchgegangen ist an das Bild, an die Leinwand. So. Verpackungsmaterial ist auch wunderbar drauf. Und hier haben wir schon das Bild. Genau. Einmal das Washi Tape von Diapop. Love Diamonds Everyday, der Slogan. Sehr schön. Es ist auch gut ordentlich drauf. Von daher wunderbar. Das nutze ich immer ganz gern, um mir die Kleberänder abzukleben. Ja, genau, hier noch so ein kleines Danke für die Bestellung. Sehr schöner Flyer. Auch die Aufmachung gefällt mir sehr gut. Schön. Ja, dann haben wir hier unten noch ein Nashi drin. Dann haben wir hier noch ein zweites Bild. Das Gelbe gibt es wohl zurzeit gratis dazu. Zumindest habe ich das so mitbekommen. Das sind die Standardbilder, die auf Lager sind. Da bekommt man bei der Bestellung, ich glaube nur solange der Vorrat reicht, ein Standardbildchen dazu. Ja. Einmal. Ach ja, guck. You don't have to be perfect to be amazing. Schön. Ja, vielen Dank. Da freue ich mich. Auch eine schöne Größe. 30 x 40 und mit Schrift. Also mit so Schriftslogan sozusagen hatte ich noch gar kein Painting. Also das wird wahrscheinlich irgendwann in Arbeit genommen werden. Oder in die Routine einfließen. Ja, und dann habe ich noch hier mein Bildchen, was ich bestellt habe. Und dann ist der Karton leer und kann rüber. So, die gratis Sachen lege ich kurz mal nach oben. Und dann haben wir hier unseren Karton. Der ist in derselben Aufmachung wie der Flyer und hat so ein irisierendes Muster mit drauf. Und der Karton, du siehst es ja, der hat nichts abbekommen von der Delle in dem Umkarton. Ja. Dann holen wir mal das gute Stück raus. So, Kartonchen ist leer. Hier sind nochmal sozusagen die Instructions, also wie alles funktioniert auf dem kleinen Falter hier. Und verschiedene Sprachen. Von daher finde ich den auch sehr gut. Es ist auch sehr hochwertig, es ist sehr, sehr fest. Es ist ein Full Set, Sparkle Your Life. Sehr, sehr schön. Ja, und dann ist hier nochmal die Leinwand. Einmal nochmal in einem Tütchen. Wir holen sie mal raus
Oder ich hole sie raus und zeige sie dir. Es ist ein Motiv von, ich glaube, Salzkatze. Sehr schön, die Leinwand schön weich. Ein abgesteppter, welliger Rand. Und auch nochmal das Logo, also die Firma oben, Diapop. Schön. Ich war noch mit dem Bild hier bei einer in die, wie soll ich sagen, in die alte Charge gerutscht. Ein paar Tage nachdem ich hier das bestellt hatte, wurde sozusagen das mit den Steinchen rumgemacht. Ach, schaut, aber sie hat es auch rumgemacht. Das ist ja lieb. Das ist ja toll, das freut mich. Weil die Firma Diapop hat jetzt im Angebot, dass ihr euch die Steinchen als Mix-Steinchen bestellen könnt. Das heißt, ihr könnt Sondersteinchen wählen und die werden dann AB, Fairy Dust, je nachdem wird dann gemixt. Und das ist hier auch. Ich hatte AB ausgewählt, weil ich nur die Option hatte, AB oder Fairy Dust. Aber hier ist es schon gemixt. Das ist toll, das freut mich. Ja, ihr habt hier bei dem Bild, was 50 x 50 ist, eine Stickerlegende mit dabei. Und hier sieht man gleich, da sind die Sondersteinchen. 2, 4, 6, 7 Stück. Wir haben 50 Farben und das ist das Motiv. Galaxy Chat. Ja, mein Englisch ist nicht so super, aber das ist, ich nehme das auch ein Gepard. Und ich finde das sehr schön hier mit den Blumen und hier hinten dran dieser Himmel, der Wald noch dabei, also sehr, sehr, mir gefällt das sehr gut. So in der Art hatte ich jetzt noch kein Bild und deswegen wollte ich das mal testen. Das hier ist 50 x 50. Es hat eckige Steinchen. Das steht hier immer schön auf der Legende mit drauf. Hier ist die Internetseite. Diapop ist vertreten auf Instagram, Facebook und TikTok. Hier oben habt ihr nochmal das Firmenlogo sowie den Bildnamen, den Künstler und ihr könnt Start- und Enddatum eintragen. Ja. Die Stickerlegende ist vorgestanzt. Also das kann man einfach abziehen und auf die Döschen kleben. Ihr habt einmal hier die laufende Nummer, das Painting-Symbol, die DMC-Nummer und die Steinchenanzahl. Sehr schön. Die Symbole sind alle gut hier jetzt zu lesen. Das passt. Aber ich muss sagen, ich habe ja 2 Bilder von Diapop. Gerade bin ich die am Painten und die sind wirklich, wirklich, also sind gut. Top. Aber die beiden sind noch, ich glaube, vom alten Händler. Und das hier ist jetzt der neue Händler, das hier Bild. Ja. Doch, ich glaube auch. Wir können uns ja nachher mal das angucken. Ich habe das Galaxy Girl hier noch liegen. Und das können wir uns gleich noch dann angucken. Dann können wir auch mal schauen, was sich vielleicht geändert hat. Ja, dann kommen wir jetzt erstmal zur Leinwand. Also, ihr habt einen wunderschön abgesteppten, welligen Rand mit dem Logo nochmal oben drauf. Wir haben auf der linken Seite einmal ein Vorschaubild und die Colorlist, die Legende mit der laufenden Nummer, dem Painting-Symbol und der DMC-Nummer. Der Druck ist gut zu lesen, also da
Doch, top. Auch das Haar hier in dem Grün. Doch schön. Alles klar und deutlich. Das passt. Und diese Legende, die wir auf der linken Seite haben, die ist auch hier auf der rechten Seite, aber nach unten hin gerichtet. Also die startet sozusagen etwas tiefer und geht bis ans Ende. Und ist genauso aufgebaut. Also die laufende Nummer, das Painting-Symbol und die DMC-Nummer. Und unten an der Leinwand haben wir nochmal die Daten zu dem Bild. Auch die Bildnummer hier. Man sieht, dass es eckige Steinchen sind. Dafür steht das S und 50 x 50 mit einem kleinen süßen Vorschaubild. Und hier Love Diamonds Every Day und nochmal die Social Media Kanäle von dem Shop sowie die Internetadresse. Ja, ich hatte bestellt und das Ganze hat 4 Wochen, doch, ich glaube 4 Wochen, also war nicht allzu lange. 4 Wochen hat es gedauert und dann war das Bildchen bei mir, weil das ja auch wie bei den meisten Shops so ist, dass die Bestellungen erst zum Hersteller geschickt werden, wenn die Bestellung eingeht. Ja. Und dafür dann 4 Wochen, dass das sozusagen extra für mich hergestellt wird, top. Ja, dann haben wir noch die Folie. Das ist eine sehr schöne Folie, die fühlt sich irgendwie so weich an. Ist auch nicht so, ihr hört es, ist nicht so knitterig. Wir haben einen ganz, ganz leichten Klebüberstand, aber das ist nicht schlimm. Wie gesagt, ich benutze da immer Washi Tape. Und dann fällt das nachher nicht auf. Ich lasse ja auch das Washi Tape dann bei meinen Sachen immer dran. Je nachdem hänge ich sie auf oder ich verstaue sie in meiner Mappe. Ja. Deswegen stört mich dieser Kleberand nicht. Ja, sehr schön. Also ich finde hier der Gepard, der kommt richtig gut raus. Wie er so in die Ferne schaut und die Blumen hier auch. Ganz, ganz toll. Und auch die Farben finde ich sehr schön. Wir haben, ich wollte gerade sagen, hier oben, ob da 310 mit drin ist, in der Ecke in der dunklen, aber wir haben gar keine 310. Nein, es ist keine 310 dabei, aber die 939 und die 820. Das ist auch so ein bisschen dunkleres Blau, genauso wie die 792. Aber trotzdem. Ich finde, die Farben harmonieren auch dann gut zusammen. Da kriegt man schöne Abstufungen hin. Doch, sehr, sehr schön. Ja, was ich noch sagen wollte, bei Diapop könnt ihr euch auch ein Toolkit mit dazu bestellen oder das Ganze abwählen. Ich wähle es ab, weil ich habe meine Painting-Sachen daheim. Und wenn ich es rauswählen kann, mache ich das natürlich. Ja. Dann würde ich sagen, hole ich mal die Sondersteinchen raus. Hier ist mal die Farbpalette, wunderschön. Es ist alles vertreten, rosa, blau, lila. Jetzt muss ich mal hier den gucken. Die 9. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da die richtige Legende habe, weil meine Klebesticker, die 9 ist hier die
die 550 und hier ist die 9, die 310. Meine Stickerlegende passt nicht überein. Die 18 und das ist hier die 22 und die Symbole sind auch anders. Das hier passt jetzt wiederum, die Sondersteinchen. Der ist auch richtig, der auch vom Symbol her, der auch. Der passt auch. Dann haben wir die 36, da passt das Symbol nicht mehr. Und auch die Nummer nicht mehr. Also hier vorne das wird von einem anderen Bild sein, nehme ich an, weil da passt die Legende nicht zu der Legende, die hier ist. Und auch hier, ich meine, die 1 ist die 150, das ist hier auch, aber da haben wir diesen Wendepfeil und nicht den Mond. Und die 152 habe ich gar nicht in dem Bild, ich habe nur die 104 und 50. Ja. Ah ja gut, dann ist hier vorne das einmal verkehrt. Schade, dass ich dann keine Papierlegende dabei habe bei den Steinchen, weil dann würde ich mir die kopieren. Die 25. Nee. Also das passt leider nicht. Also die Seite, die rechte Seite der Legende stimmt überein mit der Legende auf dem Bild und die linke Seite hier bis 35, die stimmt nicht überein. Leider bei keinem. Nee, also ich sehe jetzt keins, was hier passend ist. Gut, okay. Ich meine, das kann ja mal passieren. Finde ich jetzt auch nicht so tragisch, weil ich habe hier und hier die richtige Legende. Ja, wenn das die jetzt ist und nicht das da. Aber ich denke doch, weil wir haben ja hier die 310 als 9 und hier ist auch die 310 als 9 drin, das Haar. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass die Legende auf dem Bild passt und dass die Steinchen passend zu dem Bild sind. Genau. 55. Wir könnten, ich gucke mir das gerade mal an. Ich hole mal gerade den ersten Schwung raus und schiebe die Steinchen auf Seite. Und dann haben wir ja hier, oder ich habe hier die 1, die 150. Die ist zwar hier auch, aber mit dem Mond und hier ist es der Wendepfeil. Da ist es der Wendepfeil. So, dann haben wir die 154 mit dem Punkt und dem Strich durch. Und da haben wir hier die 152 mit den 3 Punkten. Also das, denke ich mal, ist dann schon nicht mehr richtig, weil wir haben hier die 154. Und die Bildnummer passt auch zu den Steinchen. Die Bildnummer hatte ich ja eben gezeigt, die ist hier unten auf dem Bild drauf.
die 27 71 2, die 27 71 2, 11 06, 20 24 und S 50 mal 50. Ich glaube, am 11.06. habe ich das auch bestellt. Das ist ja praktisch. Ja, genau. So, dann haben wir die 3, die 155, das ist hier die 208. Aber auf meiner Legende am Bild ist es auch die 155. Dann haben wir hier die 4, die 158 und die ist auch hier drauf, 158. Die 5, 161 und die 161. Und die 5 ist hier die 340. Dann haben wir die 6, die 168, die passt, 350. Die 7, die 223, die 223, also das passt. Und die 8, die 304 und hier auch, das ist der Mond, die 304. Und die 8 ist hier der Punkt. Gut, dann weiß ich das. Ich werde mir das aber dann auch kurz markieren. Und dann schauen wir uns, oder schaue ich mir mit dir die Sondersteinchen an. So, hier ist richtig und hier ist falsch. Legende vom Bild. Nutzen. Ja, dann weiß ich das. Denn manchmal ist man ja in Gedanken und dann geht das vergessen. Aber so weiß ich das und dann kann ich das so auch nutzen. Das ist jetzt kein Thema. Und dann werde ich kreativ und male mir die Symbole. Ist ja auch mal ganz schön. Genau. Ja, die Steinchen sind sortiert. Die Sondersteinchen sind hier am Ende. Ab der 44. Hier haben wir sie. Kommen die noch mal rüber. Also ab der 44 die 208 als ein AB-Ton. AB ist Aurora Borealis. Das heißt, da ist ein Bezug drüber, dass das in verschiedenen Facetten erstrahlt. Dann schauen wir uns mal an, wo die jetzt genau alle liegen. Das mache ich nach oben, damit das nicht immer so kruspelt. Und hier schauen wir mal. Also der AB-Ton, die 208, das ist unser großes F. Und der ist, man sieht es hier so, immer so ein bisschen zwischendrin. Das F, also vereinzelt, als so ein kleines Highlight zwischen den Blumen. Hier auch nochmal im Hintergrund, wo es von Zelle sozusagen in die Blumen und den Wald übergeht. Sind ja auch nur ein paar Steinchen. Von daher finde ich für AB auch völlig ausreichend. Also es ist immer so vereinzelt drin.
Sehr, sehr schön. Hier an dem Gepard auch noch mal ein bisschen. Aber wirklich nur immer ein paar Steinchen. Ja. Dort oben auch noch mal im Himmel. Also vereinzelt im Hintergrund mehr verteilt, ein wenig in dem Gepard. Dann haben wir die 552, auch ein AB-Ton. Und das ist der Anker. Der ist mit hier drin, in der Nähe meistens von dem F oder auch dem K. Hier unten, hier in den Bäumen, in den Wäldern verteilt. Genauso wie hier an den Blumen und wahrscheinlich auch wieder oben am Hintergrund. Ach, ein bisschen hier an der Schnauze. Süß. Also so ein bisschen verteilt. An den Blumen in der Nähe von dem F mit drin. Ja. Aber auch keine große Fläche, sondern immer so ein bisschen im Wechsel. Das K, das dabei liegt, das ist die 327. Also das wird so eine schöne Abstufung mit dabei sein. Ja. Also auch sehr schön. Also verteilt auf dem Bild, aber groß oder ein bisschen mehr im Hintergrund. Dann haben wir die 666, ein roter AB. Es sind Harzsteinchen, das sieht man hier ganz schön. Sind alle hinten ganz, ganz glatt. Sehr schön. So, der rote AB ist das Symbol 8. Es sind ja nur ein paar Steinchen. Ah ja, also das haben wir hier an den Blütenblättern oder in der Nähe vom Blütenstempel ist er mit vertreten. Hier ganz vereinzelt. Also sehr gut, weil der Rotton, ich finde, der sticht schon ins Auge, der AB. Und da finde ich das ganz gut eingesetzt, dass da das Augenmerk mehr auf die Blüte gesetzt ist. Hier am Himmel noch mal ein paar Steinchen, aber wirklich nur ein paar hier oben, mehrfach hier hinten, also hier unten. An den Blüten die paar Steinchen, sehr schön. Dann haben wir einmal ZG. ZG ist hier ein Fairy-Dust-Stein mit einem Silberbezug. Der ist so ganz, ganz leicht nur auf den Steinchen drauf. So ein ganz leichter Glitzer ist das. Sehr schön. Und den haben wir als das Plus. Die 152 ist das Plus. Mal schauen, wo ich den finde. Den hätte ich eigentlich jetzt eher oben an den Himmel gepackt. Aber ich sehe ihn auch hier jetzt nicht. Also unten fällt er mir jetzt nicht auf. Genau. Ja. Ne? Ach ja. Hier oben an der Umrandung, an dem Ohr zum Beispiel. Oder ganz zart hier in der Feldzeichnung mit drin. Das ist auch gut. Ich glaube, das kommt gut rüber. Und ganz, ganz bisschen hier.
aber mehr in dem Gepard. Also ich glaube, das wirkt nachher super, weil der halt wirklich ganz zart ist. Schauen wir weiter. Wir haben hier noch mehr. Das ist auch ein blauer Fairy Dust Stein, die 796 mit Silberüberzug. Und das ist das M als Painting-Symbol. Und der ist hier. Der ist bei den blauen Sachen gleich vertreten. Also der blaue Fairy Dust ist hier schon mal in der Blüte drin, im blauen Hintergrund verteilt. Jetzt schauen wir mal vereinzelt hier noch. Und hier am Start von dem Ohr ist er mit drin. Sehr schön. Ein, zwei Steinchen sind auch hier in der Kontur des Mundes, des Maules sozusagen. Hier so ein bisschen, aber nur 1, 2, 3 Steinchen. Nicht sehr viel, aber ich glaube, das ist auch ausreichend. Dann haben wir noch ein Fairy Dust Steinchen, den 962, auch mit Silberüberzug. Und das ist das Prozentzeichen. Das hatte ich eben schon ein bisschen mehr gesehen. Das ist hier in der Pflanze, in der Blüte mit drin, hier in der Blüte mit drin, hier an den Übergang vom Himmel zu den Bäumen nochmal mit drin, hier hinten. Also das ist ein bisschen mehr eingesetzt, hier am Gepard und hier auch nochmal. Also das ist ein bisschen mehr eingesetzt, aber dadurch, dass das nur so ein zarter Bezug ist, denke ich, ist das auch ganz gut so eingesetzt. Also mir persönlich gefällt das. Hier bei den ganzen Blüten ist er noch mal mit drin und dann hier bei dem Himmel. Schön. Und dann kommen wir zu dem letzten. Das ist wieder ein AB-Stein, die 3766. Ein schöner Türkisblauton oder Hellblauton. Gefällt mir auch sehr gut. Und das ist dieses Zeichen. Ich würde sagen, die Markierung, das Ziel als Symbol. Und der ist hier an dem Übergang vom Himmel zum Gepard eingesetzt. Dann hier unten in der blauen Blüte ein bisschen, hier auch ein wenig, aber wirklich zum Haupt hier am Gepard. Das dachte ich vielleicht hier oben noch, aber da ist er wirklich nur vereinzelt. Also der Hauptübergang oder das Hauptmerk ist einmal hier an der Kontur des Geparden und hier unten in der Blüte. Sehr, sehr schön. Ja, das sind die Sondersteinchen zu dem Bild. Ich denke mal, ich werde hingehen und dem Shop eine liebe E-Mail schreiben, dass man da vielleicht guckt, nicht, dass das anderen noch so geht. Aber das ist garantiert eine Ausnahme. Also ich denke, dass das jetzt nur
einmal, vielleicht zweimal vorkommt und dann ist das vorbei. Aber wie gesagt, ich finde das nicht schlimm. So Sachen können passieren, so Sachen können untergehen. Finde ich persönlich nicht schlimm. Und ich komme auch so klar. Ich brauche nicht unbedingt die Sticker-Legenden. Ja, ich wollte euch noch das Bild zeigen von dem Galaxy Girl, was ich gerade am Painten bin. Unter anderem. Und das Mädchen mit dem Hut. Aber das Mädchen mit dem Hut ist in einem anderen Raum. Also das painte ich zur Hauptzeit, wenn ich draußen bin. Oder gemütlich abends dann mal draußen sitze. Ja, und das Galaxy Girl ist hier drin unterwegs. Ja, und das ist es. Also ich muss sagen, dafür, das Galaxy Girl ist hier nur 40 x 40, finde ich sehr schön. Aber das ist noch der alte Händler. Das sieht man einmal hier an der Aufmachung der Legende. Hier, die ist viel größer und schöner sozusagen, also sie springt einem mehr ins Auge. Und hier ist auch noch hier oben sozusagen die Bildnummer und auch keine Nennung des Künstlers oder auch kein Bildname genannt. Ja, das ist hier alles bei dem Gepard mit drauf. Genau, ja. Und ich finde auch die Steinchen, sie liegen gut, sind schön. Ihr habt bei den Steinchen, ist bei dem Händler ein bisschen Platz gewesen. Also, ja, jetzt nicht störend. Aber ihr habt da ist ein bisschen mehr Platz halt. Ja, bei den Steinchen. Aber die Steinchen glitzern und funkeln. Aber wie gesagt, das ist auch der alte Händler. Das sieht man auch noch mal hier an der Stanzung. Die ist hier ganz anders. Ich finde auch hier die Leinwand, diese ist definitiv viel weicher wie hier die und ein bisschen geschmeidiger wie die. Die ist ein bisschen fester und die ist wirklich ganz weich und geschmeidig. Schöne Leinwand. Hätte ich nicht gedacht, dass man da doch Unterschiede merkt, aber es ist so. Ja, auf jeden Fall das Galaxy Girl. Das wird fertiggestellt noch, ist ja nicht mehr viel. Und ich denke, wenn das Galaxy Girl fertig ist, kommt vielleicht eher an die Reihe. Weil mich das schon interessiert, wie das hier ist mit dem Auge, mit der Spiegelung von dem Auge. Ja, da ist ja so der Lichtreflex mit drin. Und das Fell, wie das dann rauskommt. Und vor allen Dingen interessiert es mich, wie es sich legen lässt, da es der neue Händler ist. Hier sieht man auch noch mal das Bildchen auf der Folie. Ja, also sehr schön. Finde ich jetzt. Ja, muss ich mal schauen, da ich ja 50 Farben habe, wo ich das einsortiere. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich das in Tic-Tac-Dosen mache. Mal gucken. Ich habe mir was Neues gekauft bei den Prime Days. Und da werde ich den wahrscheinlich in die Tic-Tac-Dosen machen, wenn das ausreichend ist. Doch, ich denke aber schon. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst auch gerne ein Däumchen da. Das würde mich natürlich freuen. Und wenn irgendwas ist, Kommentare, Anregungen, gerne alles unten reinschreiben. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen oder wieder hören. Bleib gesund, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.